Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir uns am Ende auf so einer Insel geprügelt. Ich bin nur hierhin zurückgefahren, um zu speichern. Und jetzt geben wir nach Midgard, glaube ich. Wo genau ist Midgard? Wo genau muss ich hin? Wo ist der... Ich habe den Plot aus den Augen verloren, Leute, wirklich. Okay, jetzt haben wir zur Auswahl Sexenhafen. Das ist bestimmt nicht Midgard. Renit? Ich habe keine Ahnung. Wir fahren einfach mal. Kriegen wir eine Cutscene? Nö. Den Erdenpulspunkt in Midgard. Hier? Wir teleportieren einfach mal durch die Gegend. Haben wir nicht irgendwo eine Map? Wir haben irgendwo eine Map. Ah. Oh. Wir haben vor allem auch eine... Moment. Hier ist eine Sidequest. Okay. Never mind. Hauptstory ist vollkommen egal. Ich habe eine Sidequest gefunden. Hier ist irgendwo... Ich sehe keine Sidequest. Oh, in den Tunneltiefen. In den Tunneltiefen. In den Tunneltiefen. Können wir endlich schneller... Wir machen das, sobald wir schneller fortbewegen können. Ich glaube, dann geht das schneller. Okay. Saxonhafen müssen wir. Okay, Moment. Kann ich nicht hin. Was ist denn da in der Nähe? Ist das hier in der Nähe? Nein, da waren wir gerade, gell? Oh mein Gott. Warte, ist das hier in der Nähe? Da ist gar nichts in der Nähe. Warum kann... Moment, konnte ich hinfahren? Ich kann nur nicht hin teleportieren? Oder bin ich gerade einfach nur blind? Okay, zurück zum Schiff. Wir schaffen das. Wir finden den Plot noch. Gar kein Problem. Ich kenne dieses Spiel. Ich hab's 3-mal durchgespielt. 3-mal? Doch, 3-mal. Das ist das 4. Mal jetzt. Dahin. Aber ich finde es auch blöd, dass die hier auf dieser Schiffsauswahl-Map nicht das Sternchen für die Hauptstory hinmachen. Mal ganz ehrlich. Oder da zumindest beim Kontinent hinschreiben, dass das Midgard ist. The boss has given me a message for you. Says there's some sort of nasty demon running around in the Eldina Plains, to the east of Logris. She thought it might be the one you're looking for. Wasn't the Eastern Highway closed off from Logris? That was only temporary. It's back open now. If you follow the road, you'll reach Stonebury Village. There you'll find one of ours who actually saw the demon. You want to know more? That'd be a good place to start. Got it. Hey, that's the same direction I sensed the... Give Tabitha our thanks. It's looking more and more like we're on the right track. We ought to go check out that Bloodwing story. Then let's start by going to Stonebury. Hey, Eisen, did I say something wrong back there? No. I just didn't think we needed to give the Bloodwings any information for free. Huh? He means the Earth Pulse points, kid. We're the only ones who know about them. But aren't we on the same side as the Bloodwings? We're not enemies with them. But I wouldn't go so far as to call them our friends either. That's just how it goes in the underworld. Things can change at the drop of a hat. A poison hat. But how are they supposed to trust us if we don't show them trust in kind? That messenger knew our faces, even though we'd never met.
He was here waiting for us, even though we hadn't told anyone where we were going. You're right. We hardly know the first thing about them, and yet they seem to know every move we make. They could easily sell us out if it struck their fancy. They'll work with us as long as we're a useful ally in their resistance against the Abbey. But the more tricks we can keep up our sleeve, the better. We've got each other's back, but only as long as we hold a knife up our sleeve. That's what counts as trust in the underworld. That sounds terrible. But at least you can trust that Tabitha's cooking will be tasty. Can't argue that. This is everyone's first time to Stonebury, right? Why was it blocked off? Demons? No, there was a great tornado on the Aldina Plains that swallowed up a whole merchant caravan. Hundreds gone in an instant. The cooling of the climate is causing bouts of odd weather. Thunderstorms, heavy downpours, and the like. Correct. The Abbey is keeping a tight guard on traffic through the affected areas. If it's open now, that must mean the tornado is gone. I wonder what sort of place it is. It's quite lovely. In the vast forest to the east, you can find gemstones, and it's teeming with rare plants and insects. The locals trade only as much meat and hides as they need, and they live peaceful, quiet lives. You sure know a lot about this place. It's where the Norman he first fell in love with grew up. Jan! Please don't embarrass me. Though we are apart from each other now, our hearts are still as one. Immediately after you and I made our pact and set off, she fell in love with some macho Norman and moved away. What? Why haven't I heard about this? How long have you known? Oh, I don't know. Maybe I found out during my long search for you. Or maybe it was right after we left. I remember leaving something in the village and going back to... Oh well, not like it matters. It does matter! There's no sense in crying over a fickle girl. Come, Stonebury awaits. Steinbergen, Leute! Steinbergen! In Steinbergen bekommen wir endlich unsere schnelle Fortbewegungsmöglichkeit. So, östlich von Logres haben sie gesagt, oder? Ich habe extra versucht, es mir zu merken. Zumindest ist hier rechts ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Oh, Hallöchen. Euch habe ich ja voll übersehen. I think I've finally gotten used to it. Used to what? Your powers. I think I've finally got a handle on them in a way that feels right. That's good. Hopefully you won't faint anymore. Yeah, and I'll keep learning too. I hope we can make this work out. Yeah, definitely. Fingers crossed. What's wrong? Nothing. Hey! When you and Eleanor made your pact together, she gave you a true name, right? Was it a good one? True name? What's that? It's a special name in the ancient tongue given to a Moloch as a necessary step in forming a pact with a human. I gave Bienfu the name Fushi Cass. It means thing. That's pretty messed up. It's just my own little way of showing affection. So what kind of name did you get, Laphicet? What's the matter? She didn't give you a really weird name like Magulu gave Bienfu, did she? If you're not happy with it, I can talk to Eleanor about it later. So go on and tell me... I'm fine with it. And I can't tell you anyway. Well, you don't have to get so worked up about it. A true name is not something a Moloch just casually divulges to others. They carry a special meaning to us. Speaking it to anyone other than our Pact Keeper carries a special meaning. Between comrades, it means we trust them with our lives. In other cases, it's... Practically a confession of love! You could have said something sooner, you know. Laphicet's at a delicate age. You should be more careful in the future. Oh, really? It's just another way of showing affection. Da wollte mich diese Cutscene einfach mal den Kräutern abhalten. Nein, 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 niemals. Das schafft ihr nicht. Oh, warum immer so viel? Wieder mal vergessen, die zu benutzen, nicht wahr? Okay, auf nach Steinbergen. Steinbergen, Steinbergen. Ich glaube, uns wird unterwegs aufhalten.
Kam nicht der Berg noch davor? Ich glaube, der Berg kam noch davor. So, ist hier dieses riesige Feld. Whoa! A dragon. That's gotta be the demon Tabitha wanted us to know about. It's flying free, but could it still be a Therian? I just felt an Earth Pulse point. It's that way, somewhere near the top of that mountain. Let's check it out. Sache an Berg kam dazwischen. Wow, Killerwespe. Holy moly. Die war schnell plötzlich hier. Wir können ja einmal so Feinde mitnehmen, wenn wir die mal gesehen haben hier in der Gegend. Ich wollte eigentlich beide haben. Sie waren wohl ein Pixel zu weit auseinander. Na gut. Nur die Boden erledigen. Alter Dreher. Okay. Genau so sieht's doch aus. Is this also part of the Reaper's Curse? Naja, dann irgendwann anders. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. So. Weg, kleine Elfe. Wenn, dann will ich einen Doppelkampf. Aber die sind mir gerade allzu weit auseinander. Vielleicht habe ich mal der Bubbelspur folgen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was ist da oben für eine Höhle? Galles Seestraße. Okay. Wenn es schon da steht, muss ich ja nicht hingehen. Da waren wir relativ am Anfang von. Da hatten wir die eine Quest von Tabitha. Als wir diese 3 Aufträge für sie erledigt haben. Okay. Das ist übrigens das große Feld, das ich meinte. Das sieht auf der Map gar nicht so groß aus. Aber es ist sehr groß, wenn man hier ja, langläuft und alle 6 Schatzkisten sucht, so wie ich damals. Tut's nicht, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich wirklich nicht. Ihr kennt ja diese random Kisten, das ist echt, ja. Yeah, Ne? I can really feel the Earth Pulse now. It's up above. Guess we're in for some mountain climbing then. Ich überlege, wo die Katzkiste hier war. Ich glaube, relativ in der Mitte. Bei irgendeinem Abhang oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Na gut, wenn uns eine fehlt, ist eh egal. Wir brauchen ja sowieso nicht alle für die Sidequest am Ende. Und wir haben eh nicht genug Bubbel, oder? 61. Haha, ja, nee, ne? Gucken wir erstmal nach dem Drachi. Here! This is the Earth Pulse point I've been feeling. No Therian and no barrier. I must have gotten it wrong again. I wouldn't be so sure of that. That dragon could well have broken its barrier. Or it might have been too powerful for the Abbey to subdue. You could be right. After all, dragons make for the strongest demons. The problem is, we don't know if it's a Therian or not. Yeah. Let's stick with the plan and head to Stonebury to gather more information. Am I the only one here who thinks the real problem is how we're supposed to fight a frickin' dragon? Oh, kein Drachi. Aber da ist noch irgendwas. Ein Gespräch in der Ferne? I can't wait to take a good look around. Whoa, now that's what I call a view. I agree that it's beautiful, but don't leap about so much. You'll fall. I can sense many Earth Pulses under this place. I figured you'd notice that. An intricate web of earth pulses crisscrosses the land under the Aldina Plains. Mountains like these would normally take tens of thousands of years to form, but these popped up in about a millennia. So the Earth Pulses have affected the land? Exactly. Long ago, people wielded arts that allowed them to manipulate the earth pulses and control the very land itself. How could arts like that exist? Perhaps they pushed against key points on the Earth Pulses? Like how acupressure can improve a person's blood flow. That's a rather forced comparison. But you may be right. Either way, those arts have been lost for eons. I'm impressed, Eisen. You know a lot about everything. Not at all. There's so much I don't know. For example, the name of these flowers.
That's why I travel. To learn. Aldina alabaster grass. That's the name of this flower? Yes. A long time ago, my brother showed me a picture of it in one of his books. They're fragile flowers. They die quickly on their own, but if enough of them gather together, they can survive. Fields of them form beautiful white carpets of flowers. In some cultures, they symbolize kinship, the bonds between people. Kinship. Huh. I'll remember that. You and your brother taught me something new today. I'll never forget either. Oh, you und your brother, that's cute. Aber ich muss sagen, ich finde die Aussicht gerade ziemlich kacke. Also, bei schönem Wetter ist es vielleicht schön, aber es ist gerade viel zu bewölkt und zu neblig und nee. Nee. Warum nehme ich diese Kiste mit? Es wird sich nicht lohnen. Oh, da ist ein Bubbel hinten dran. Okay, ich bewege den Bubbeln hier hin. Ein Feldspaltfragment. Juhu. Okay, kein Drachi. Ich bin enttäuscht. Ich hätte mich auf Drachi gefreut. Benno. Vor allem war der ganze Weg umsonst. Und die Aussicht, also davor hat sich echt auch nicht gelohnt. Abwärts. So. Na dann laufen wir mal. Die Frage, die sich mir stellt, ist nur, welchen von den beiden Wegen müssen wir denn gehen? Und wobei du mich noch erwischt hast. Wie auch immer du mich noch erwischt hast, du kleines Bienchen. Mann. Hornissen. Oh, Entschuldigung. Hornissen sind keine Bienen. Hornissen. Und das ist noch Neues. Was ist das? Das andere ist tot. Irgendein Affe, glaube I ich. can't even call that a fight. Was ist das Rote da? Ist das ein Special Monster? Es sieht aber irgendwie so aus wie ein Du kannst hier nicht langlaufen Ding. Ich hab schon wieder nicht weitergehört. Das ist ein Buschaffen. Okay. Sag doch irgendwelche Affen. Warum Buschaffen? Warum nicht Wiesenaffen? Hier ist eine riesige Wiese, auf der ihr lebt. Und es könnte immer wieder eine andere Waffe geben, wenn wir ein anderes Mystic-Art sehen, oder? Ja, Magilo, wir haben es gesehen. Wir sehen alles. Haben wir das mit Lulu schon gesehen? Ich habe den Überblick verloren. An Lulu kann ich mich nicht erinnern. Lulu ist übrigens von Tales of Xillia 2? Ja doch, klar, ja, Luca. Xillia 2. So. Ich werde versuchen, die Katzkiste zumindest zu finden, damit ihr gesehen habt, wo sie ist. Also ich werde jetzt nicht extra rumsuchen, deswegen, weil ich glaube, sie war an irgendeiner Kante. Von daher werde ich an Kanten mal Ausschau halten. Mit dieser Kante hier zum Beispiel. Ist sie da? Ja, da ist sie. Okay, dann haben wir sie zumindest auf der Map drauf, falls wir dann am Ende doch zu wenig für die Sidequest haben, dass ich zumindest weiß, welche wir vergessen haben. Denn das ist hier auf der Map eingezeichnet. So. Ich frage mich echt, das Rote da hinten. Ich lasse es. Ich lasse das rote Ding einfach rotes Ding sein. Wir können ja auf dem Rückweg da vorbei. Ist das ein Plan? Ich finde, das ist ein Plan. Gehen jetzt hier hin. Bin nicht sicher, ob der Weg stimmt. Da müsste dieses andere große Wiesending kommen. Ja, genau. Perfekt. Perfekto. Da links ist eine Kiste. Das ist mit so viel Umweg. Da. Oh, war das da oben mit den ganz vielen Schaltern, glaube ich? Oder das da unten? Da muss man irgendwann wegen irgendeiner Sidequest noch hin. Eventuell sogar wegen Lafis Omega-Elixier-Dingens. Glaube ja. Und das andere ist irgendein Dungeon, den wir jetzt bald machen müssen. Also oben und unten. Ich wechsle die beiden immer. Vollkommen egal. Stadt in Bergen. Juhu! Wir sind schneller hier angekommen, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Das freut mich. Das heißt, beim nächsten Mal können wir uns diese wunderschöne Stadt angucken. Also dann. Ciao, ciao.